Ja, vorgestern hat es noch geschneit und jetzt auch im Cabriolet. Ja, warum denn nicht? Hallo. Und damit willkommen zurück zu 911 Scales. Der Andreas ist heute wieder dabei. Hallo. Laura hat wieder zu tun und ja, ich dachte mir, wir nutzen mal das Wetter hier spontan. Schöner Sonnenschein und entstand dieses kaminrote Cabriolet bei euch. Ja, der schöne GTS. Irre geil. GTS ist schon ein geiles Auto. Es ist auch schon lange her, dass wir 991.2 GTS gefilmt haben. Ich glaube, es war damals im Oktober ein 4S GTS. Ja. Aber ich sag mal so, die Autos, wenn die bei euch stehen, sind auch schnell weg. Ja, das auf jeden Fall. Die Leute wissen, was sie beim GTS haben. Ne? Ja, einfach eine richtig geile Mischung. Ist ja nicht nur Ausstattungspaket, sondern auch das PDK ist brutal schnell. 450 PS, die richtig reinpressen in den Sitz. Ja. Und natürlich noch Zentralverschlussräder, die ich persönlich nicht so mag, aber ich glaube, eine Menge Kunden stehen da drauf, oder? Also der Kunde liebt es, weil es einfach nochmal eine ganz andere, spezielle Art der Radsicherung ist, auch aus dem Rennsport kommt und dann eben einfach die Verbindung wirklich geschaffen wird. Warum magst du das nicht? Ich weiß nicht, ich finde es optisch nie so krass, dass ich sage, ja, das will ich auf meinem Straßenauto haben. Und dann brauchst du natürlich auch das entsprechende Werkzeug, was jetzt hier für Porsche-Kunden nicht so sehr spannend ist. Aber ich sag mal so, Zentralverschlussmodern ist für mich einfach Rennwagen pur. Ja, wobei den Verschluss kriegst du ja mit dem Fahrzeug mit. Ja, klar. Das ist ja das Angenehme. Aber das Lösen und eher das Befestigen wird für uns beide das Problem sein. Ja. Weil du ziehst ja diese eine Radschraube mit 600 Newtonmetern fest. 600? Ja, 600. Der Radschlüssel hat eine Verlängerung von, ich glaube, 1,20 Meter, 1,50 Meter. Das ist total irre. Für mich hat ein Rad einfach 5 Muttern. Und ich sehe jetzt nicht großartig den Nutzen davon. Es sieht geiler aus, Punkt. Und das geht mir halt nicht so. Aber ihr könnt ja mal unten kommentieren, wer von uns beiden hier recht hat. Ja, mach das mal bitte, würde mich auch interessieren. Ich glaube, du wirst sehr viel Zuspruch erhalten. Würde mich freuen, ja. Wie mit farbigen Sicherheitsgurten, wo das auch nicht so mein Ding ist. Aber auch das mögen die Kunden. Ja, wird häufig bestellt, auch oftmals, wenn der Kunde sagt, oh, reines schwarzes Auto, schick, aber so einen kleinen Akzentpunkt. Hier jetzt mal rot genommen, Kreide ist auch super, was innen drin aussieht. Aber jetzt in der Kombi halt mega auf das Rot. Ja, also es passt natürlich sehr gut zum Außen. Ich habe es auch schon häufiger gesehen auf Fahrzeugen, die schwarz waren, mit PCCB-Bremse extra. Ja. Und dann gelbe Ziernähte und gelbe Sicherheitsgurte. Ja. Das ist stimmig. Die Gurte finde ich dann tatsächlich ein bisschen zu viel. So Leute, wir haben ja gerade einen Verbrauch von 8,8 Litern hierher, bei 35 Kilometern gefahren, über Autobahnen und durch die Dörfer getuckert. Segelmodus am PDK ist halt krass, aber darum dreht sich nicht beim GTS, ne? Dreht sich woanders um. Ja, ich habe mir wieder eine schöne Straße rausgesucht, das Wetter ist traumhaft, Sitzheizung. Können wir uns mal anmachen hier. Klimaanlage 25 Grad, pustet mir ins Gesicht. Außentemperatur 16.
Die Power beim GTS ist so heftig. Die Straße, die ich mir ausgesucht habe, ist tatsächlich zu klein. Boah, das PDK, das schaltet so krass, dass ich es im Sitz spüre, ja? Zack, zack. Ja, Bollo. So bringt Porsche fahren Spaß. Boah, ist dieses Auto schnell. Genial. Lenkung ist natürlich irre bei so einem GTS mit diesen riesengroßen, breiten Reifen. Und die Traktion auch. Kurz Vollgas. Es ist halt einfach der beste 991.2, bin ich ganz ehrlich. Das Auto bringt so viel Spaß. Ja, ist mal spannend, vielleicht die Carrera T dagegen zu vergleichen. Der natürlich eine Menge langsamer ist. Aber hier auf seiner Landstraße, die Power ist schon wieder zu krass. Müssten wir jetzt schnell eine größere suchen, aber ich habe so wenig Zeit. Das PDK, das ist so geil. Das macht den GTS halt wirklich aus. Natürlich auch im Vergleich zu dem anderen 991.2, den wir schon gefahren hatten, wo der ja ganz nach meinem Geschmack war, ne? Dieses Auto hier, da kann der andere einfach nur rechts rüberfahren und den vorbeilassen. Das ist so krass. Was für ein Unterschied das ist, wie viel besser ein GTS ist als ein normaler S. Diese Straßenlage. Das Fahrzeug sitzt wesentlich härter als der andere, aber fährt sich dementsprechend auch echt viel besser. Und fährt sich auch besser als ein normaler 992 Carrera. Und das finde ich halt krass bei dem Auto hier. Wenn man bedenkt, für was für Preise die jetzt schon zu haben sind und was für ein Package so ein Auto einen abliefert. Klar, er ist gebraucht, er ist nicht flatschneu, aber who cares, ja? Ja,
450 PS sind halt einfach nur krass. Für mich ist es too much, aber ich weiß, warum Leute das mögen. Ja, ist halt, diese Power ist so brutal. Da hält wirklich, eigentlich hält da nichts mit. Klar, man kann jetzt sagen Turbo und so weiter, aber da sind wir natürlich preistechnisch ganz woanders. Der Auspuff, ey, das ist krass. Das ist wirklich ein geiles Auto hier. So schade, dass ich heute so wenig Zeit mit dem Auto habe. Sonst würde ich da viel mehr nutzen. Jetzt haben wir den armen Opi vor uns eingeholt. Aber ja, die Power ist geil. Das Fahrverhalten ist unglaublich an GTS. Die Optik ist mega. Das zeige ich euch jetzt gleich mal hier im Detail. Weil was das Fahrzeug, finde ich, wie das da steht im Kaminrot, sieht brutal aus. Ja, und das Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich, ist auch noch dementsprechend gut. Ja, und jetzt sind wir bei 11,6 Liter. Das ist ein bisschen realistischer, oder? Was meint ihr? Ja, und es ist kein Zufall, wir sind wieder am selben Platz, wo ich euch auch schon mal das 991.1 Carrera GTS Cabriolet gezeigt habe. Also den exakten Vorgänger von dem Fahrzeug hier. Und wer sich erinnert, damals bei dem Video habe ich gesagt, den Punkt 2 würde ich persönlich bevorzugen. Ja, zu der Aussage stehe ich auch weiterhin, nachdem ich den jetzt auch endlich mal wieder gefahren bin. Es ist einfach ein geiles Auto. Drehmoment untenrum ist grandios. Technik, finde ich, ist einen kleinen Ticken besser als beim 991.1 und das Styling gefällt mir einfach wesentlich besser, 991.2. Ich habe das Gefühl, das Auto altert einfach nicht. Ja, und das Fahrzeug jetzt hier nicht in Indisch-Rot, sondern in der ganz typischen Farbe in Karminrot und das sieht einfach so brutal aus. Ich habe es gerade auf Instagram gezeigt und da kam schon gleich die erste Nachricht. Michael, bitte ein ganz langes Video mit ganz viel Sound. Ja, würde ich tatsächlich sehr gern machen. Leider habe ich jetzt hier mit dem Auto nur ungefähr so 3 Stunden und Björn müssen wir jetzt auch schon gleich wieder abholen. Deswegen ist das leider ein bisschen kürzer. Und somit, wenn das Video jetzt vielleicht auch ein bisschen kürzer ist und nicht ganz dem Auto so gerecht wird, kommt schon besser als nichts, oder? Und das sieht doch so krass aus. Bei GTS-typisch natürlich auch wieder die abgedunkelten Heckleuchten, die Zentralverschlussräder in einem klein bisschen anderen Design als beim 991.1. Haben auch hier wieder diesen schwarzen Strich für die Lüftung da und auch wieder das schwarze Gitter und natürlich auch die schwarze Modellbezeichnung und den schwarzen Porsche-Schriftzug. Sportabgasanlage ist natürlich beim GTS-Serie und klingt einfach so gut. Typisch natürlich auch wieder hier der GTS-Schriftzug und die Räder. Ich sagte schon, Zentralverschlussräder sind nicht so meins, aber ich weiß, die sehen gut aus und ich weiß, ihr mögt sie alle. Und die sehen auch einfach gut aus und passen so gut in dem schwarzen Lack zu dem Fahrzeug. Und hier das Fahrzeug hat auch die Carbon
Außenspiegel Oberschalen und die Unterschale ist in Rot lackiert. Das war, glaube ich, nicht Serie. Das waren beides, glaube ich, relativ teure Zusatzoptionen. Vorne natürlich auch wieder das Sportdesign-Paket, was einfach so unheimlich gut auf dem 991.2 aussieht. Und die PDLS LED-Scheinwerfer, die sehen auch wieder richtig genial aus. Das Interieur ist natürlich ganz typisch Leder, Alcantara und dann rote Ziernähter vom GTS-Paket. Das sieht einfach so krass gut aus. Ich glaube, ich sage das jetzt hier gerade die ganze Zeit, wie krass gut dieses Auto aussieht. Und hier hat auch noch die Lederrückenlehnen. Also das wäre ja eigentlich silber lackiertes Plastik, glaube ich. Und da ist es jetzt in Leder und auch dort rote Ziernähte. Einfach traumhaft. Und wir sagten es schon, hat natürlich auch rote Sicherheitsgurte, alles extrem stimmig. Wir haben natürlich auch das Bose Soundsystem. In dem Cabriolet würde ich jetzt mal sagen, das ist gar nicht so wichtig. Wenn das offen ist, ist das einfach so laut. Da muss man die Musik richtig laut drehen, um sie zu hören. Wenn es geschlossen ist, ist es schon eine ganz feine Sache. Und es macht sich auch automatisch lauter, je schneller man fährt. Und wir haben auch die Fußmatten mit roten Ziernähten. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das damals Serie beim GTS-Paket war. Aber es sieht einfach so passig, stimmig aus. Ja, die Carbon-Zierleisten haben wir auch mit den schönen alten Cup-Holdern. Ich muss sie euch einfach bei jedem 991.2 zeigen, wie toll ich diese Cup-Holder finde. Sind so super. Wir haben auch die Carbon-Zierelemente hier in der Mittelkonsole. Hier natürlich die ganzen Knöpfe für das Verdeck und das elektrische Windschott. Sportabgasanlage natürlich, Dämpferhärter stellen, Start, Stopp, aus. Sport Chrono ist beim 991.2 GTS ja auch, glaube ich, Serie gewesen mit dem Drive Mode Selector. Und wenn man es auch nicht immer braucht, es ist einfach beim GTS so passig. Einfach mal hier zack drehen, Sportmodus, Sport Plus und volle Power mit dem Sport Response Button. Dann geht es nämlich richtig zur Sache. Wir haben den ganz normalen Tempomat, keinen Radarabstandshalter. Das wird so langsam so ein bisschen mehr gefragt beim 992. Da sehe ich das immer mehr bei den Gebrauchten, dass die Fahrzeuge damit ausgestattet sind. Beim 991.2 ist ein Radarabstandshalter, aber wirklich sehr selten. Ja, das Fahrzeug ist aus dem Jahr 2017, 35.000 Kilometer gelaufen. Die werden wir heute überschreiten. Ja, und knapp 120.000 Euro. Wer sich zurückerinnert an den 991.1 GTS, der hier ist wirklich nicht viel teurer. Und damit ist die Diskussion wieder eröffnet. 991.1 Sauger oder 991.2 Turbomotor. Ja, was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin da sehr drauf gespannt. Ja, und das ist wirklich eine heiße Diskussion, weil die Fahrzeuge sind sehr ähnlich vom Wert her, aber haben einen ganz anderen Charakter. Was ich aber auch sagen muss, der Daily Driver 991.2 aus dem anderen Video, der in Achat Grau, der hat auch wieder einen ganz anderen Charakter und das ist schon krass. Fahrzeuge eigentlich mit demselben Motor, selbes Styling, selbe Philosophie, ja, da ist wirklich wenig Unterschied, fahren sich doch sehr unterschiedlich und haben auch einen ganz anderen Einsatzzweck. Das hier ist einfach ein Sonntagsauto oder für die Rennstrecke, womit man richtig Spaß haben kann. Klar, man kann es auch daily fahren, aber es ist nicht wirklich so der Zweck vom GTS. Das ist hier wirklich das Spaßauto, womit man auf der Landstraße Spaß hat, auf der Autobahn richtig Spaß hat, weil das Auto ist echt sauschnell. Und natürlich auf der Rennstrecke auch. Ja, da kommt die Power einfach zum Tragen. Und auch sonst das Lenkverhalten ist wesentlich schärfer als beim normalen, finde ich. Ja, das ist natürlich jetzt alles nur Gefühlssache. Einfach wie sich das Auto generell fährt, ist schärfer. Und ja, ich hoffe, dieses kleine kurze Video zu diesem Fahrzeug hier hat euch gefallen. Wenn ihr Interesse habt, die Kontaktdaten waren wieder eingeblendet und sind unten in der Videobeschreibung. Seid herzlich eingeladen, das zu nutzen. Ja, jetzt hole ich mir den Björn. Wir machen schöne Bilder. Die seht ihr dann auf den Instagram-Accounts von Björn, mir und dem Porsche Zentrum Mannheim. Ja, seid herzlich eingeladen, euch die anzuschauen. Und natürlich lasst gerne einen Daumen oben da, lasst ein Abo da, damit wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, Allah, ciao.